Heute wird etwas ganz Besonderes auf dem Trangia zubereitet. Statt zu kochen wird gebacken. Und zwar ein Siedegebäck, das schwimmend im Fett ausgebacken wird. Von Region zu Region stets anders benannt. Nämlich als Berliner, Krapfen, Pfannkuchen, Kröppel, Puffel, Ballen und was weiß ich nicht alles. Es wird also kompliziert. Es folgt eine kulinarische Weltreise mit Stopp in der weiten Welt und natürlich Berlin. Für das Gebäck mit den so vielen Namen wird ein süßer Hefeteig mit Ei, Milch, Butter und Rum benötigt. Zum Ausbacken noch ein hitzebeständiges Öl. Zum Befüllen empfiehlt sich Marmelade und zum Bestäuben Puderzucker. Wir zünden wie üblich den Trangia, und zwar einzig und allein, um Butter auszulassen. Dann wird die Flamme auch schon wieder gelöscht. In der Zwischenzeit erzähle ich euch etwas über die Herkunft dieses Siedegebäcks. Der Legende nach wurde es von einem Berliner Zuckerbäcker erfunden, der als Kanonier unter Friedrich dem Großen dienen wollte und sich aber als wehruntauglich erwies, jedoch als Feldbäcker beim Regiment bleiben durfte. Aus Dankbarkeit schuf er Kanonenkugeln aus einem Hefeteig. Und da kein Backofen zur Verfügung stand, wurden sie in Pfannen mit heißem Fett ausgebacken. Fortan genannt Berliner Pfannkuchen. Wir fahren fort mit lauwarmer Milch, in der die Hefe eingerührt wird. Sehr schön. Jetzt die ausgelassene Butter beifügen. Sowie Zucker, Eigelb und Rum. Dann alles schön verrühren und erstmal beiseite stellen. Am besten in die Sonne. Wenn ihr zu Hause seid, auch gerne auf die Heizung oder in den Backofen. 50 Grad sollten ausreichend sein, damit die Hefe anfängt zu arbeiten. Zwischenzeitlich könnt ihr schon mal das Mehl fein sieben. Dafür nehmt ihr am besten so ein Sieb. Habt ihr wahrscheinlich in der Wildnis nicht unbedingt dabei. Gut, was soll's, dann lasst ihr eben das sieben. Dann muss halt in der Folge später der Teig kräftiger geknetet werden. Sehr schön. Jetzt wird es Zeit, das Hefegemisch mit in das Mehl zu geben und zu verrühren. Wenn ihr kräftig gerührt habt, dann ist der Lohn der Arbeit so ein Teig hier. Muss noch richtig durchgeknetet werden. Daher erstmal beiseite stellen und schon mal die Knetfläche vorbereiten, indem diese mit Mehl bestäubt wird. Der Teig würde ansonsten festkleben. Zeit, den Teig zu kneten, zu dehnen und zu falten. Dadurch erhält er Stabilität und Struktur. Zumindest dann, wenn ihr das eine Viertelstunde durchhaltet. Danach ist erstmal Pause. Der Teig darf für eine halbe Stunde in die Sonne, auf die Heizung oder in den Backofen bei 50 Grad. Dazu kleidet ihr eine Schüssel mit Mehl aus, legt den Teig hinein und deckt diesen mit einem feuchten Tuch ab.
Nach einer halben Stunde des Ruhens schauen wir uns das Ergebnis mal an. Ja, der Teig ist schön aufgegangen, aber es bedarf noch einen zweiten Durchgang der ersten Prozedur. Also Knetfläche vorbereiten mit Mehl. Auf dem Teig kommt auch etwas Mehl, damit das Ganze nicht festklebt, und die Hände können auch Mehl vertragen. Und dann wieder kräftig kneten und damit auch die letzten Luftbläschen das Weite suchen, wieder so eine Viertelstunde. Ganz schön meditativ so eine Massage, aber seid versichert, spätestens dann, wenn eure Finger anfangen zu schmerzen, ist der Teig gut durchgeknetet und bereit für den nächsten Schritt. Der da wäre, Grashalme aus dem Teig zu ziehen. Dann zu einem Ball formen und zurück in die melierte Schüssel legen. Sehr schön. Dann erneut mit einem feuchten Tuch abdecken und in die Wärme stellen. Nach 30 Minuten sieht der Teig dann so aus. Hat gut gearbeitet und ist schön aufgegangen. Daraus werden jetzt kleine Kügelchen geformt und nach dem Formen leicht platt gedrückt. Wir geben uns zunächst mit 6 Stück zufrieden und decken die für 20 Minuten nochmal ab. So ein Hefeteig, ihr ahnt es sicher schon, ist da sehr anspruchsvoll. Zwischenzeitlich zünden wir den Tranja. Die Berliner Pfannkuchen müssen ja noch ausgebacken werden. Dazu eignet sich am besten Sonnenblumenöl. 1 Liter sollte ausreichen. Alternativ, so wie hier, funktioniert das aber auch mit Butterschmalz. Das Wichtigste beim Ausbacken der Berliner Pfannkuchen bzw. Krapfen oder wie immer ihr sie nennt, ist die richtige Temperatur. Ich habe die besten Erfahrungen mit 160 Grad gemacht. Unter dem klappt das mit dem Ausbacken leider gar nicht und ist das Fett zu heiß, werden sie zu dunkel bzw. verbrennen. Es wird also noch spannend. Ein Thermometer wäre daher sinnvoll. Normalerweise werden die Berliner Pfannkuchen ja erst nach dem Backen mit Marmelade befüllt. Hierfür gibt es spezielle Spritzbeutel. Sehr praktisch, aber es entsteht ein Loch. In der klassischen Methode wird der Teig ausgerollt und ausgestochen, mit Marmelade befüllt und aus 2 Teilen zusammengesetzt. Der Rand wird mit Wasser oder Eiweiß verklebt. Danach wird der Teigling nochmal gären gelassen. Sicherlich ein bisschen aufwendig, aber ihr könnt euch sicher sein, dass die Füllung stets in der Mitte ist. Und solltet ihr keinen Spritzbeutel parat haben, eine super Alternative. So, jetzt ist es endlich soweit. Mein Gefühl sagt mir, dass die 160 Grad erreicht sind. Also lassen wir die Teiglinge im Fett schwimmen. Und zwar so 2 bis 3 Minuten, bis sie goldgelb ausgebacken sind. Zwischendurch werden sie auch nochmal im Fett gewendet und dann entsteht dieser berühmt-berüchtigte Streifen am Rand in der Mitte. Noch ist es aber nicht so weit. Wir schauen uns das jetzt mal ungeschnitten in Echtzeit an. Mal sehen, ob die Berliner Pfannkuchen auch gelingen.
Knapp 2,5 Minuten sind jetzt um. Zeit, um die Berliner Pfannkuchen aus dem Öl mit einer Schaumkelle zu heben. Dann auf Küchenpapier abtropfen und abkühlen lassen. So, dann schauen wir uns das Ergebnis mal an. Ja, doch, lässt sich sehen. Dafür, dass die auf einem Trangia gemacht wurden, gar nicht schlecht. Das, was noch fehlt, ist Puderzucker. Andere Zuckerarten funktionieren natürlich auch. Sehr schön. Die Berliner Pfannkuchen bzw. Fastnachtskrapfen sehen echt gut aus. Besser als gekauft, oder? Aber wie sehen sie von innen aus? Sind sie wirklich gut durchgebacken? Das wollen wir jetzt mal testen und schneiden unser Backgut auf. Der linke Berliner Pfannkuchen ist ohne Füllung. Perfekt. Und der rechte Fastnachtskrapfen ist mit Füllung. Und die Spannung steigt. Ja, genauso perfekt. Super, so muss das. Viel Spaß beim Nachbacken der wohl besten Berliner Pfannkuchen, Krapfen, Köppel, Puffel, Ballen oder Kanonenkugeln der Welt.